Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch mal gerne ein paar Tipps für das Trial of Fire geben, dass auch ihr dort den Legendary Talisman freischalten könnt. Doch zunächst könnt ihr wieder 250.000 Coins gewinnen, wenn ihr euren Ingame-Namen in die Kommentare schreibt. Und wenn euch das Video geholfen hat, könnt ihr auch im Anschluss gerne eine Videobewertung dalassen. Der Gewinner wird dann am 5. Februar ausgelost und den Gewinner des letzten Giveaways findet ihr in der Videobeschreibung. Nun aber zurück zum Trial of Fire. Wenn ihr dort den Legendary Talisman haben möchtet, kommt ihr nicht drum herum, eine Massive Armor zu haben. Aber immerhin könnt ihr den Talisman auch auf Episch bringen, wenn ihr eine Drachenrüstung verwendet oder beispielsweise eine Pilzrüstung in der Nacht oder die Bad Person Armor während dem Spooky Event. Da die meisten von euch bestimmt lieber den Talisman auf Legendär haben möchten, zeige ich zunächst einmal ein paar Tipps, wie ihr mit der Massive Armor das schaffen könnt. Und im Anschluss gebe ich dann noch ein paar Tipps, wie ihr ohne die Massive Armor den Talisman immerhin bis auf Episch bringen könnt. Da ihr bei der Massive Armor den Set-Bonus habt, dass ihr mehr Leben bekommt, desto mehr Crit Damage ihr habt, ist es ratsam, möglichst viel Crit Damage zu haben, während man im Feuer steht. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, sein Crit Damage zu erhöhen. Eine davon wäre, dass ihr ein Schwert haltet, welches euch Crit Damage gibt. Beispielsweise erhalte ich durch meinen Spicy Aspect of the Dragon plus 100% Crit Damage, was mir immerhin 5000 Leben mehr gibt. Dann gibt es noch die Möglichkeit, eure ganzen Talismane auf Itchy zu reforgen, denn dieser Reforge gibt am meisten Crit Damage, auch im Vergleich zu Godly oder Zealous Reforges. Dann besteht noch die Möglichkeit, euren Crit Damage durch Tränke zu erhöhen. Dort wird wohl jeder auf die Crit Potion kommen, aber auch die Spirit Potion erhöht euren Crit Damage, sodass ihr mit diesen beiden Tränken jeweils plus 40% mehr Crit Schaden erhalten könnt. Je nachdem wie viel Crit Schaden ihr durch die drei Methoden erhaltet, ist euer Leben vielleicht bei 25.000. Das ist aber immer noch zu wenig, um den Talisman auf Legendary zu bringen, denn dafür müsst ihr etwa 43.000 Schaden aushalten. Jedoch gibt es aber auch eine Möglichkeit, den Schaden zu senken, denn das Feuer macht True Damage, also zählt dort keine normale Protection, aber es gibt im Spiel ja auch True Protection, welche man im Park in dieser Wolfshöhle kaufen kann. Dort könnt ihr dann entweder die True Protection Verzauberung auf eurer Brustplatte geben, um plus 5 True Protection zu erhalten, oder ihr kauft euch in der Höhle diese True Essence, womit ihr einen True Protection Trank brauen könnt, welcher euch auf der maximalen Stufe plus 20 True Protection gibt. Also könntet ihr insgesamt 25 True Protection erreichen, was einer Schadensreduktion von 20% entspricht. Jedoch werden es wohl die wenigsten schaffen, selbst mit der Schadensreduktion und dem vielen Leben durch den Crit Damage den Talisman bis auf Legendary zu bringen. Daher gibt es noch die dritte Möglichkeit, sich gegen den Schaden zu heilen. Um die natürliche Heilung zu erhöhen, ist es noch ratsam, möglichst einen Healing Talisman zu haben. Und wer schon so weit bei der Spin Collection ist, kann auch noch ein Survivor Cube holen. Ansonsten könnt ihr noch, wenn ihr die Massive Armor verwendet, einen Healing Wand benutzen oder einen Radiant Power Orb aufstellen oder eine geupgradete Version des Power Orbs, kurz bevor ihr euch ins Feuer stellt. Während ihr im Feuer steht, solltet ihr aber kein anderes Item als euer Schwert in der Hand halten, da sonst euer Leben nach unten geht, da zum Beispiel der Healing Wand euch keinen extra Crit Damage gibt. Mit diesen genannten Tipps sollte es euch eigentlich möglich sein, den Trial of Fire auch solo zu schaffen, jedoch kommt es natürlich auch darauf an, welches Schwert ihr verwendet oder wie viele Talismane ihr schon habt. Wenn ihr es solo aber nicht schafft, könnt ihr natürlich auch einen Freund fragen, der euch hilft. Dieser könnte dann beispielsweise noch zusätzlich Regeneration auf euch werfen, damit ihr noch einen Trankeffekt mehr habt, während ihr im Feuer steht, oder er bewirft euch mit Heilungstränke, während ihr im Feuer steht, damit er euch direkt gegen das Feuer heilt. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass euch euer Freund dann, während ihr im Feuer steht, mit einem Zombie-Schwert oder dem geupgradeten Zombie-Schwert zusätzlich heilt. Und dann sollte es eigentlich kein Problem mehr sein, dass ihr den Talisman bis auf Legendary bringen könnt. Kommen wir nun zu den Tipps, wenn ihr keine Massive Armor zur Hand habt. Dort könnt ihr natürlich auch wieder die Tipps anwenden, dass euch jemand hilft, indem er euch gegenheilt, während ihr am Feuer steht. Und auch hier ist es wieder sinnvoll, True Protection zu verwenden. Jedoch müsst ihr euch mit anderen Rüstungen keine Sorgen um euren Crit Damage machen. Dafür ist es aber wichtig, wenn ihr eine andere Rüstung als die Massive Armor verwendet, dass ihr möglichst viel Mana habt, da ihr während ihr am Feuer steht, euch mit dem Zombie-Schwert gegenheilen könnt. Und umso mehr Mana ihr habt, desto mehr könnt ihr euch natürlich auch heilen. Aus diesem Grund ist es ratsam, dass ihr eine Weiß Crystal Armor habt. Mit der stellt ihr euch dann kurz neben die Fackel, damit ihr so viel Mana habt wie möglich. Und dann wechselt ihr beispielsweise auf eure Weiß Armor und stellt euch ins Feuer und könnt euch dann recht lange mit dem Zombie-Schwert gegenheilen. Wenn dann eure Heilung immer noch nicht ausreicht, um den Talisman wenigstens bis auf Episch zu bringen, könnt ihr natürlich, bevor ihr ins Feuer geht, noch zusätzlich Mana-Tränke trinken oder ihr trinkt noch Absorption Potions, um euer Leben noch zusätzlich zu erhöhen. Je nachdem wie viel Leben ihr halt habt,
solltet ihr es bis etwa Level 14 schaffen, aber weiter kommt man wirklich nicht ohne Mastiff Armor. Wenn ihr trotzdem gerne den Talisman weiter upgraden wollt, könnt ihr natürlich auch Leute beispielsweise in eurer Gilde fragen, ob sie euch Mastiff Armor für den Trial of Fire ausleihen können. Bedenkt aber dabei, dass ihr wenigstens Wolf Level ihr sein müsst, damit ihr die Mastiff Armor verwenden könnt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie weit ihr schon bei dem Trial of Fire seid, und in der Infocard habe ich euch heute mal verlinkt, wie ihr eure Talismane richtig reforgen könnt, damit ihr damit so viel Schaden wie möglich macht. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao.